Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Playmocast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn heute gibt es ein kleines Halloween-Special. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebes Publikum, und begrüße natürlich auch, wie immer, unseren Co-Moderator Philipp. Hallo Philipp. Hallo Lars. Heute geht es ein bisschen um Geister, heute geht es ein bisschen um Halloween und um alle möglichen Sachen, die ja so ein bisschen Angst verbreiten, kann man glaube ich sagen, Philipp. Ja. Alle Sachen, die man so vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Wir haben ja auch so ein paar Vampire mitgebracht, ein paar Mumien. Aber wir machen das mal hier ganz in Ruhe der Reihe nach und gucken uns dann mal die einzelnen Sets an. Und eine kleine Besonderheit gab es heute auch, Philipp. Du hast so ein paar Bilder aus deinem Haushalt oder noch spezieller von deinem Sohnemann auch mitgebracht. Das ist auch eine coole Sache, finde ich. Ja, der ist auf jeden Fall ein Riesenfan und immer wenn er sowas sieht, dann muss er das meistens haben und sollte ich irgendwie mal auf einen Flohmarkt irgendwo laufen und sehe da irgendwas Kleines, so eine Figur für 50 Cent oder so, dann nehme ich die auch gerne mal mit für ihn. Deswegen hat er schon einen relativ großen Bestand davon. Ja. Und wir haben die auch teilweise mal in den Adventskalender gesteckt, ne? Also wir haben so einen selbstgebauten Adventskalender. 24 Türchen, oh Wunder, oh Wunder. Und die kannst du dann einzeln befüllen, so kleine Säckchen, weißt du? Und dann haben wir mal bei eBay auch so ein Konvolut aufgekauft und dann quasi für jeden Tag da eins reingesteckt. Also, weiß ich nicht, 5, 6 Figuren und dann verteilt auf die 24 Tage. Kannst du jetzt ja nicht jeden Tag sowas schenken, aber irgendwie so ein bisschen Verteilung und dann macht das jedes Mal auf und dann sagt er sowas wie, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht und danach liegt's rum. Ja. Aber das ist halt die kindliche Freude, ne? Genau. Als wir damals angefangen haben, war es so, wir hatten dann mal so ein Playmobil hier, das Ghostbuster, damit haben wir angefangen damals. Und da waren so Geister drin. Und das war ihm so gruselig, da mussten wir ihn erstmal dran gewöhnen. Also gemeinsam die Figur erkunden und dann irgendwann der hatte tatsächlich im ersten Moment Angst davor, ne? Also es war ihm unheimlich, das Ganze, so wie es halt soll. Ich hatte da auch mal so meine Probleme mit. Also als Kind hatte ich gar keine Geister, weil ich immer fand, dass die irgendwie in die Playmobil-Welt nicht reingehören. Ist natürlich dann immer komplett subjektiv, aber irgendwie fand ich es immer schwierig und dachte mir dann auch so, jetzt gibt es irgendwelche Drachen und Geister. Aber auch als wir letztens über die Scooby-Doo-Folge gesprochen haben, muss man ja sagen, dass die Sets ja wirklich so cool sind. Du hast da so eine riesen Auswahl. Du hast so viele Sets, so viele Spielwelten, wo Geister und Monster oder Mumien irgendwie noch mit integriert sind, wie wir gleich auch feststellen werden. Da ist das schon ganz cool mittlerweile. Also wenn man jetzt nicht auf die Sets steht, dann ist es ja nicht schlimm. Es gibt es ja trotzdem für diejenigen, die sie mögen, und deswegen hat man da wirklich echt eine riesen Auswahl, die echt richtig Freude bereitet. Zu den Kalendersets wollte ich gerade noch sagen, oder zu dem Weihnachtskalender mit diesen Säckchen, kenne ich ganz gut. Meine Mutter, schöne Grüße an meine Mama, die schickt mir oder gibt mir jedes Jahr auch so einen Kalender, ganz süß, und da sind dann auch irgendwelche individuellen Sachen drin, also ganz coole Sache. Ja, habe ich mich ein bisschen wiedergesehen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, wir haben also heute ein paar Bilder, die wir besprechen wollen, mit den Bestand-Sets bei mir da, oder Sets kann man ja nicht sagen, Figuren, Ansammlung, die sind auch teilweise schon umgebaut und die Haare getauscht, also das nur mal gucken, was wir daraus machen. Und dann haben wir es halt ergänzt mit den Sachen, die uns sonst noch so angelacht haben. Und in der Reihenfolge haben wir es so ein bisschen strukturiert, also die unterschiedlichen Figuren zusammengefasst, könnte man sagen, ne? So in Sets oder so in Genre. Genre ist ja alles gruselig, aber auch da gibt es ja gewisse Familien und Gruppen. Und wir wollen aber trotzdem so mit den wirklichen Halloween-Sets auch beginnen, die wir so gefunden haben. Es gibt ja nicht so viele, aber 1, 2 gibt es ja doch, wenn man direkt Halloween sucht bei Playmobil. Und wie gewohnt, fangen wir mit dem Größten an. Was haben wir denn da? Genau, wir haben mit der Produktnummer 9312 so eine ganz coole Klappbox, ne? Ich glaube, das ist eine Klappbox. Ist wie so ein Haus. Diese Fertigkoffer, ne? Also diese Mitnehmhäuser sind das, glaube ich. Mitnehmhäuschen, genau.
so eine Gruselkammer kann man nicht sagen, das ist ja ein ganzes Haus, schon so ein Gruselhaus. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Labor. Ja, gut, so ein Labor, ja. Ja, Ja. das stimmt schon. Ja. In typischen, ja, ich würde mal sagen, so typischen Farben des Schreckens kann man nicht sagen, typischen Vampirfarben vielleicht, sehr, sehr dunkle Töne, Farben, die so ein bisschen ins Lilane gehen. Ja, so sind die Wände gestaltet und was hier in diesem Labor natürlich nicht fehlen darf, sind Spinnen. Spinnennetze sind dabei. Wir haben auch so eine Flüssigkeit, die erhitzt wird. Also hier wird schon experimentiert. Ja, so ein Laborset, ne? Mit so einem Hm? Erlenmeyer-Kolben, heißt das nicht so? Ah, perfekt, ja. Ne? Oder? Der Chemieunterricht, ja. Ja, Der ja. Erlenmeyer-Kolben, Lang ist ja. ja. Ein paar Reagenzgläser, Hm? einen verwegenen Forscher und der hat ja auch 2 Gefährten, die er aus seiner Kammer schon rausgebracht hat, ne? Also zumindest einen so einen grünen Zombie oder Ja. Monster-Zombie, kann man es dazu Zombie sagen? Ich weiß nicht. Zombie kann man schon Ja, sagen. Zombie, genau. Und er hat natürlich noch einen Gast damit bei. Ja, Der wird sicherlich vom Alter her älter sein, weil jeder weiß ja, dass Vampire ein Stückchen mehr Lebenszeit auf der Erde wandeln dürfen, ne? ja. Genau. Stimmt. Ja, ein paar Einrichtungsgegenstände. Diesen Tisch, den wir alle schon kennen, kann man, glaube ich, so auch in der Berghütte finden, oder? Ja, genau. Stichwort Sommerurlaub. Und Genau. den Stuhl kenne ich auch als Thron aus dem Novelmoss-Set. Also auch das habe ich schon mal gesehen. Da war er bloß beklebt. Glaube ich zumindest, dass es ziemlich identisch ist. Genau. Mhm. Ja. Ein bisschen Fackel haben wir auch damit bei. Ja, Und wenn man dieses Clubhouse zusammen macht, dann brennt das Spinnnetz ab, oder? dann genau. Ja, Da fängt das Feuer. genau. Ja, da muss man natürlich die Fackel vorher rausziehen, sodass da nichts in Gefahr gerät. Genau. Und wir haben für die Hexen, falls dann mal einer vorbeikommen sollte, weil die eigentlich auch ganz gut an diese Welt passen, haben wir den Besen auch schon dabei. Der steht bereit, falls mal Besuch kommt. Und natürlich darf hier in diesem Set nicht fehlen der Sarg. Ja, die Das Schlafstätte nämlich- vom Vampir. Ja. Genau. Ist selten das Ding, ne? Ja, ist selten und auch, glaube ich, schwer zu finden. Ne? Ja, also habe ich schon mal gesehen im Nachbau oder so, also dass irgendwelche sich die Dinger aus einem 3D-Drucker gemacht haben. Hast du einen? Nee, habe ich nicht. Ich wollte mir mal einen kaufen. Dachte ich, ist für die Westernwelt ganz gut, aber ich habe noch keinen gekauft. Nee. Ja. Gibt's echt selten, ja. 1, 2 Tiere haben wir noch. Die Spinne hattest du benannt. Hattest du die Mäuse auch benannt? Nee, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Ja, darf aber natürlich nicht fehlen, ne? Die müssen natürlich da Ja. so ein bisschen rum. Ist hier der gute Geist des Hauses. Ja. Ja, genau. Ist doch Ein blöd. bisschen wie Splinter bei den Turtles. Hm. Ja, aber ein bisschen kleiner halt. Aber Ja. ganz süß, finde ich. Aber Ganz die süß gibt es noch gemacht. nicht von Playmobil. Nee, aber vielleicht kommen die noch raus. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da so ein Gefühl, irgendwann kommen die Turtles vielleicht auch noch raus. Okay. Ja, die Pizza als Accessoire hätte man schon. Ja. Reichlich. Genau. Ja. Auf jeden Fall coole Farben, cooles Set. Gefällt mir ganz gut. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan dieser Klapphäuser, dieser Mitnehmhäuser, weil die irgendwie dann auf das Wesentlichste beschränkt sind, was ja an und für sich schon gut ist, aber meistens haben die dann irgendwie auch nicht mehr zu bieten und sind dann so ein bisschen spartanisch immer eingeräumt oder spartanisch ausgestattet. Aber dieses hier ist echt ein cooles Set mit einfach einer coolen Gestaltung, coolen Farben und macht Spaß, glaube ich. Ja, ich glaube, für Kinder ist da alles mit dabei, was man so braucht. Aber natürlich jetzt aus deiner Perspektive oder aus unserer Perspektive das Thema damit ein cooles Foto machen oder irgendwas inszenieren, ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, ne? Hm. So, und dann geierst ja auch eigentlich nur auf einzelne Dinger da draus und nicht auf das ganze Set. Ja, Ja, das stimmt. genau. Ja, kommen wir zum nächsten Halloween-Set, was wir so wirklich auch rausgesucht haben. So eine Urangst, ne? Was verbirgt sich unter dem Bett? War bei mir früher auch immer so. Ich habe früher relativ lange auch immer in den Schränken geguckt, habe unterm Bett geguckt, habe überall geschaut, ob da jemand ist. Also da war ich immer ein bisschen, schon ängstlich. Habe mir fast in die Hose gemacht. Ganz so schlimm war es nicht, aber ich habe da schon ordentlich immer gesucht. Und hier in diesem, oder bei diesem Produktbild, bei diesem Artikel, da haben wir quasi die gleiche Situation. Und zwar
haben wir hier ja ein ziemlich cooles Hochbett mit einem Kind, das ironischerweise auch so ein Schlafshirt eines Monsters trägt. Das finde ich ganz witzig. Ja, mit dem Krümelmonster in Blau. Genau. Ja. Ja. Und unter ihm ist dann das wirkliche Monster und hier auf diesem Produktbild des Sets 70876 erschreckt sich der Junge dann auch und hat so ein bisschen Angst vor dem Monster. Also ganz cooles Set auch. Vielleicht ist es auch sein Spielgefährte. Das kann sein, vielleicht sind die mittlerweile auch schon Freunde geworden, ja. Genau. Dieses kleine Monster kannte ich vorher nicht so wirklich. Hast du das schon mal gesehen irgendwo? Ich habe das nur in Verbindung mit dem Set gesehen. Es kam ja dieses Jahr raus, habe ich letztes Jahr irgendwie im Katalog gesehen oder Anfang des Jahres irgendwie. Ja, ist ja auch ein Set aus dem Jahr 2022, also durchaus aktuell. Dass es beide Freunde sind, kannst du ja auch daran erkennen, dass dieses kleine Monster 2 Pümpel dabei hat. Ja. Und ich glaube, das will jetzt lediglich den einen abgeben, nach oben, damit sie gemeinsam irgendwas rumpümpeln können. Ja. Ja. Doch, ist schon süß. Ja, ist schon ein cooles Set. Doch, gefällt mir sehr gut. Genau. Ja. Ich weiß zwar nicht, wen sie anpümpeln wollen, aber irgendwas ist ja bekanntlich immer. Irgendwas ist immer, genau. Ja. So ein bisschen größer als der kleine Mann, den wir hier in dem Set haben, ist die Figur des nächsten Sets aus deinem Haushalt, Philipp. Ja. Und zwar, richtig cool. Also somit die coolste Figur, die wir heute vorstellen, glaube ich. Zumindest ist es ganz besonders, ne? Also diese Figuren mit den mega langen Beinen aus der Playmobil Figures 10-Serie, dieser weiße Geist mit, ich glaube, die Beine sind doch bestimmt, länger als eine Playmobil-Figur an sich, oder? Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, die sind ein bisschen länger als die Figur. Hast du so ein Set auch? Nee, habe ich nicht da, nee. Das Coole ist, finde ich, erstmal ganz generell zu den Figures, die wir in den nächsten Folgen dann irgendwann auch nochmal so hintereinander irgendwann dann ab und zu auch mal vorstellen werden. Da gibt es ja so viele coole Einzelfiguren und ganz, ganz viele Figuren, die zu dem heutigen Thema passen. Da kommen nachher nochmal 2, die wir auch vorstellen werden. Also die Figures sind echt ziemlich cool. Da kann man ja dann immer so ein paar Figuren dann auch mit einfügen, die dann themenunabhängig sind. Und da macht sich die Sache hier richtig gut. Und ich glaube, das hier ist schon einfach eine coole Figur und somit die coolste Figures-Figur, finde ich, die es gibt. Ja, habe ich aber leider nicht zu Hause. Fast schon so ein Must-Have, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Genau, ja. Ich war ein bisschen erstaunt. Ich habe einfach dann in die Kiste reingegriffen, wo er die ganzen Sachen drin hat. Und habe die einmal alle rausgeholt, um sie dann hier für die Vorbereitung zu fotografieren. Und erst beim Rausnehmen habe ich festgestellt, dass er davon 2 hat. Also ich wusste gar nicht, dass wir die doppelt haben. Tatsächlich. Ja, aber muss nicht denken, dass man von 2 einen abgeben kann. Nee. Also niemals. Ja. Nee. Genau. Ebenfalls in dieser Kiste waren noch 5 Figuren, die ich mal auf einem Bild zusammengetragen habe. Und ich habe es mal liebevoll bezeichnet mit die Hexengirl-Band. Weil 5 Hexen sieht so ein bisschen aus wie... Ist eine Band. Ist eine Band, ja. Ist auf jeden Fall nicht Destiny's Child. Ist eher so... Na, sag mal schnell. Wie heißen sie nochmal? Hier, Britannien. Fällt mir auch gerade nicht ein. Mann. Die Spice Girls. Ja, Spice Girls. Ja. Genau, die Spice Girls. Genau. So. Da ist sogar Mel C auch dabei. Wo ist denn Mel C? Mel C ganz rechts vielleicht, die sieht ein bisschen sportlicher aus. Mel B, die schwarze ist dabei, also dunkelhäutig. Haben wir eigentlich... Du meinst Mel B als hier die zweite von rechts? Genau, die zweite von rechts, genau. Die ist eigentlich sogar transparent, ne? Das kann man jetzt auf dem Bild nicht sehen, aber da ist dieser ganze Körper ist so ein bisschen durchsichtig in so verschiedenen Rottönen. Ja. Ich glaube, die Haare sind nicht original. Die hat er irgendwo anders abgemacht. Und ich glaube, kam original mal aus dem Ghostbuster-Set. Aber ja, das ist auf jeden Fall Mel B. Wen haben wir denn noch in den Spice Girls? Gary Halliwell, die fehlt. Die ist blond. Oder, also rothaarig. Emma Bunton, die Blonde, die ist auch nicht dabei. Also vielleicht sind die auch schon ein bisschen länger unterwegs, sind ja alles Hexen. Ja. Die sind vielleicht einfach auch ein bisschen, dem Alter entsprechend vielleicht schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Und deswegen können die leicht ihre Form verändert haben. Aber so an sich ist das schon,
so, dass man denken kann, der Tourbus ist gar nicht so weit entfernt. Nee, der Tourbus ist nicht weit entfernt. So, welche ist denn davon deine Lieblings- oder welche findest du davon am besten? Oh, ich finde die alle cool. Ich mag tatsächlich die schwarze Figur am meisten. Also die mit den grauen Haaren da? Die genau, hm? Ja. Obwohl die rechts auch cool ist. Die rechts hat so ein, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht sehen, ja, die sieht schon so ein bisschen verwahrlost im Gesicht aus. Und Ja. ein bisschen wie Wolverine, finde ich. Sie hat auf jeden Fall diese tiefroten Augen, ne? Mit einen sehr spitz zulaufenden Augenbrauen. Ja, Ich glaube, die hat auch noch irgendwie so eine Warze im Gesicht, oder? ja, So typische Warze und eine ordentliche Warze, du. eine ordentliche. Und ihr Mund lädt nicht zum Küssen ein. Nee, Nee, nee. genau. Und damit man auch ja weiß, dass sie vom Fach ist, hat sie natürlich auch so eine Kette angedeutet, ne? Ja, so ein Spinnenamulett oder so. Spinnenamulett, genau. Und aber sie kommt frisch vom Oktoberfest, sie trägt einen Dirndl. Ja, genau. Ja, schön in grün. Hm? Ja. Hat sich vielleicht Ja. ein bisschen unter die Leute gemischt. Maßlos schön. Ja. Maßlos schön. Ja, okay. Du hast noch ein zusätzliches Set rausgesucht. Erzähl doch mal davon. Genau, habe ich vorhin erst gefunden. Also kenne ich wirklich nicht. Also kannte ich vorher nicht. Produktnummer ist die 4550. Und ich finde, von allen Figuren, die wir hier haben, ist das mit Abstand die schönste Figur. Ist auch eine Hexe, die aber viel freundlicher aussieht, als man das von Hexen gewohnt ist. Das ist eine gute Hexe Also- bestimmt. Ist eine gute, wirklich, könnte Mary Poppins sein, die ja keine Hexe ist. Oder die Aber- Mama von Bibi. Stimmt, ja, Ja. genau. Das stimmt. Also sieht richtig cool aus und ich finde, die Hexe, ich sag die Produktnummer nochmal, 4550, die hat mit Abstand die coolsten Klamotten. Das ist so ein Rock, der ist lila, da sind Sterne drauf und Gebirge? ist da so ein Wolken? Gebirge angedeutet, genau. Genau, das ist mit drauf. Und dann hat sie so ein pinkes, würde ich sagen, ein pinkes Oberteil. Da sind auch wieder ein paar Sterne, da ist der Halbmond drauf und eine Fledermaus. Das ist mit Abstand das coolste Kostüm, die coolsten Klamotten, die es hier gibt von allen Produkten, die wir vorstellen. Also richtig, richtig toll. Ist echt ein cooles Set aus dem Jahr 98. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Magst du es auch oder ist nicht so deins? ich bin eher so für die moderneren. Okay. Also, ich meine, lila ist ja nicht aus der Mode gekommen. Siehst du ja auch auf den Bestandsbildern da, ne? Da hat auch diese mittlere Hexe mit diesem lila Hut und so einer Feder obendran. Aber ja, ich bleib dann doch lieber bei der Dirndl-Feder oben. Ja. Die Figuren oben, die 5 Figuren, über die wir gerade gesprochen haben, die kannte ich allesamt nicht. Also da bin ich nicht so tief in dem Thema drin. Ja, ich glaube, da hättest du auch noch mal 20 andere von finden können. Also es gibt ja, alleine von den Hexen ist das ja, also oder insgesamt von den ganzen Figuren, die wir heute irgendwie besprechen, wir reißen das ja irgendwie alles bloß oberflächlich an, weil es halt so viele davon gibt, ne? Also ich glaube, Hexen gibt es schon seit Ewigkeiten, egal ob irgendwie in den Rittersets oder in irgendwelchen Mystery-Geschichten da. Das ist ist jetzt eine wahllose Auswahl gewesen, ne? Nicht, weil ich noch mehr hätte, aber da könnten auch noch ganz andere stehen. Ich glaube schon, dass zum Beispiel die beiden Sets, die beiden Figuren ganz links, also eine hat da so rote Arme von Spinnnetzkleid, kann man glaube ich sagen, ne? Ja, Und so ein Mantel. Ich weiß auch nicht, ob der Mantel original war. Den könnte er auch einfach da so rangefummelt haben, weil er der Meinung war, das muss jetzt so. Und Passt aber gut. Ja. ja, passt gut, genau. Und die zweite daneben, die hat ja eigentlich nur, ich sag mal, ein Sackkleid mit so ein paar bunten Flicken drauf, ne? Also ein paar Indianer-Elemente finde ich auch so. Also könnte auch in die Indianerwelt passen, aber Also zumindest ist sie auch barfuß, ne? ja, absolut. Ja, Ja. genau. Und der Zauberstab ist ein bisschen groß geworden. Ja. Ja. Kann sie kaum halten. Naja, kommen wir mal zu den nächsten Figuren, die ich da so mitgebracht habe. Insgesamt 4 Bilder. 3 davon habe ich selbst aufgenommen, zusammengefasst unter Zombies und Monster. Ja, die dürfen natürlich in dieser Welt hier nicht fehlen, weil ich glaube, wer an Halloween denkt, der denkt automatisch auch an Zombies, an Monster, Hexen, die wir gerade schon besprochen haben, die sind alle dabei. Und hier haben wir echt eine coole Auswahl, also coole Figuren.
Ich weiß nicht, ich find die Sets echt cool, weil das alles irgendwie so ein bisschen Neuland für mich ist. Also wenn ich mir die angucke, dann habe ich das Gefühl, überrascht zu werden. Und du hast halt so viel Auswahl, also du hast so viel Gestaltungsmöglichkeit und komplett verschiedene Modelle. Also du findest da garantiert immer, glaube ich, so dein Lieblingsmodell oder hast dann noch so gestalterische Möglichkeiten, die du nutzen kannst, dann um einfach eine coole Figur herzustellen, die dir da gefällt. Also richtig cool. Die haben ja oben, Ja, die ja, sind ja auch immer irgendwie besonders, ne? ja, Also besondere zum Beispiel, jetzt sage ich mal, wir haben ja oben in dem Bild, also so einen typischen grünen Zombie, ne? Mit irgendwie rote Augen, grüne Haut, Zylinder oder so ein Pork-Pie-Hut, ne? Genau, denn dann daneben diesen blauen, halb Skelett, grüne Haare, da ist ja diese Besonderheit, dass der auch ein spezielles Gesicht hat, ne? Also dieses eine weiße ja. Auge, das steht da wirklich hervor. Das müssen sie irgendwie nochmal aufgeklebt haben, ne? Mhm. Wusstest du, also, kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Nee, habe ich noch nie gesehen. Nee, nee. Und weißt du, was da in der rechten Hand hält? Ähm, das sieht aus wie so eine Bowlingkugel, würde aber in dem Kontext wenig Sinn machen. Was ist Ja, das? das ist dann einfach bloß, dass das greifen kann, ne? Das ist auch halt so ein rundes Dingen und da ist ein Auge vorne drauf. Ah. Also im Prinzip hat er eins, was mega groß ist, was er in der Hand hält, und das andere Hm. steht, sage ich mal, 5 Millimeter raus, ne? Hm. Als Glubschauge, genau. Ja. Ja. Und den ganz links, nee, hier ganz rechts, der so ein bisschen gräulich scheint, Ja. so aschfarbene Haut, Mhm. den habe ich tatsächlich für 50 Cent auf dem Flohmarkt mal geschossen. Da. Ah, stark. Genau. Ja. Bloß die Haare haben gefehlt. Siehst ja, ich habe die mal so ersetzt durch irgendwas Graues, was so halbwegs da reinpasste. Ah, ich dachte, die wären original. Nee, nee, Ah, nee, okay, nee, aber nee. sieht Die cool waren aus. tatsächlich, müssen die auch blau. Das habe ich den Preis, ich habe mich auch am Preis rumverhandelt da. Weil sie dann so, oh, 1 Euro. Nee, nichts ist. Ohne Haare gibt es weniger. Hm. Genau, deswegen sind die Koteletten ein bisschen anders, aber setzt einen Hut drauf, fällt es gar nicht auf. Genau. Genau. Das sieht auch so cool aus. Ich dachte, der wäre echt original, ja. Ja. Nicht fehlen darf natürlich die Mumie. Haben wir tatsächlich selber nicht hier im Haushalt, aber wir haben ja da einmal ein Foto von. Ja, ich würde sagen, Klassiker fehlt uns noch, ne? Ist gut gemacht, oder? Perfekt Ist geprintet. gut, ja. Ist gut gemacht auf jeden Fall. Ja. Ja, also so gesehen komplett in weiß. Ich weiß gar nicht, ob die da so einen Turban oben drauf haben, also ob sie da es gibt die Dinger ja auch aus diesen Krankenhaussets, sag ich mal, ne? Genau, ich glaube, dass diese Krankenbinde aus den 90ern oder früher sogar noch, ich glaube, das sind die gleichen, vielleicht ein bisschen neuer gestaltet, aber ich glaube, im Prinzip ist das so eine Mütze als ja, Turban, als ja, Genau. Verband irgendwie. Ja, und dann haben sie ihn halt einmal ringsrum mit ja, so einen Verbandsprint gemacht, ne? Genau, einmal eingewickelt. Ja, Und auf der rechten Seite hier, auf den Bildern, die wir vor uns haben, da ist wirklich Wolverine. Da sehe ich Wolverine. Wolverine gibt es, glaube ich, auch als Figur jetzt in den neuen Sets. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob der erst rauskommt. also denn auch mit Ähm, Kralle oder wie? Genau, mit Kralle, ja, genau. Ja, Also nicht als Lizenzprodukt, aber schon sehr ähnlich. ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung auch noch mal diese Kralle gesehen bei so einem Freddy Krüger Custom. Ah, ja, ja. Und dann dachte ich so, okay, da hat sich aber einer wirklich Mühe gegeben, aber die Kralle gab es ja schon seit längerer Zeit oder die Genau. Krallen. Also eigentlich irgendwie so eher aus diesem Mittelaltergedöns, oder? Also, dass man da irgendwie oder irgend so ein Kämpfer mit diesen Krallen ausgestattet hatten. Ja, ich kenne jetzt tatsächlich nur von diesem Wolverine-Double, aber ich glaube, die gab es vorher auch schon. Ja, ja. Ja, hier haben wir aber eigentlich nicht Wolverine, sondern eigentlich ist es nur ein Werwolf, ne? Hm. Ja, Besonderes Gesicht, besonderer Oberkörper, besondere Tolle. Also die Haare sind ja so ein bisschen Rockabilly-Style, ne? ja. Viel Gel. Sehr, sehr viel Gel. Pomade. Genau, Pomade ist da drin, Pomade, stimmt, ja. Genau. Ja. Oh, ich war damals irgendwann, wann war denn das? Vor 3, 4 Jahren war ich auch beim Friseur, da war auch so eine Rockabilly oder Friseurin und die war eigentlich richtig cool. Und dann habe ich mit der so ein bisschen erzählt. Die hat mir dann auch erzählt, dass sie dann immer auch zu solchen Musikveranstaltungen mit ihrem Freund geht und so weiter. Und dann wollte sie mir da jedes Mal, als ich da beim Friseur war, immer diese Pomade andrehen. Ich so, nee, ist nicht so meins. Nee, geht schon. Jedes Mal wirklich Pomade, Pomade, Pomade. Dann habe ich das mal der anderen Friseurin erzählt und die meinte auch, oh Gott, hat sie schon wieder gemacht, ja. Haben sich schon so viele Kunden beschwert. Also das scheint da echt so ein Ding zu sein.
Ist natürlich dann bitter, ne? Ich meine, es ist toll, wenn sie es leben, oder wenn du da jetzt von überzeugt bist, aber letztlich ist alles doof, was man irgendwie so aufgebügelt bekommt, ne? Ja, absolut, ja, das finde ich auch, ja. Also, Ich ich finde ja die meine, Information ganz cool, aber so ein bisschen penetranter noch zu sein, finde ich schwierig. ja, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wie bist denn da hingegangen? Also hattest du überhaupt so viele Haare, dass es sich gelohnt hätte? Ja, doch, doch, das hat schon funktioniert. Meine Haare waren tendenziell immer zu lang damals. Ich habe echt richtig lange gewartet bis zum Schneiden und dann waren da ordentlich schon Härchen. Wie lang Aber waren die denn dann? ja, schon so ein bisschen länger, aber ich mache die ja immer nach oben. Also von daher, ja, hätte das auch ganz gut hingehauen. Ja, gut, als Und dann Super meinte sie, Saiyajin muss man natürlich dann auch da müssen die Haare ja auch so ein bisschen im Feuer nach oben oder ja, im klar, Energiewirbel oder so, ne? genau. Ja, hätten wir jetzt die Kamera an, hättest du sehen können, wie ich mit den Armen nach oben gestikuliert habe. Ja, Ja, stimmt. Können wir beim nächsten Mal machen. ja, naja, Ja, auf jeden Fall ein guter Mann und sehr, sehr viele Haare hat er dabei. Der hat die nicht nur im Gesicht, da hat er sehr, sehr viele von, sondern der hat die auch so im Brustbereich, sodass die aus dem T-Shirt schon so rauswachsen. ja, ist ein Also, bisschen aufgerissen ja. und ja, Brusthaare waren mal in, waren mal out, ne? Hm. Ja, hatte James David Bond Hasselhoff Brusthaare? lässt grüßen. James Bond, ja, Sean Connery hatte Brusthaare bis zum Flurende. Ja, Also schon so ein bisschen mehr. Und Pierce Brosnan, glaube ich, auch. Ich glaube, Daniel Craig war wirklich der Erste, der so keine Brusthaare mehr hatte. Ja, aber sonst, ich glaube, Brusthaar war schon so ein Einstellungskriterium bei Albert Broccoli, bei James Bond auf jeden Fall, ja. tja, ich muss dich nicht fragen, bei dir sind sie ab. Ja, genau, ja. Ja, ja. Ich sage immer, ich bin Schwimmer. Was nochmal? Ich bin Schwimmer. Du bist Schwimmer. Ja, ja. Ach so, ist das so? Ist das da so? Also, Ist beim Sport einfach besser, finde ich. Das ist schon ein bisschen angenehmer. okay. Ich sage immer, weniger Widerstand. Weniger Widerstand. Okay, gut. Ja, Also aerodynamisch, ja? genau, absolut. Alles für die Aerodynamik. Alles für die Aerodynamik. Okay. Jetzt haben wir noch zwei Sets oder zwei Figuren mit in diese Bildersammlung Zombies und Monster mit drin. Einmal haben wir noch mal diesen grünen Zombie, den hast du rausgesucht, so ein bisschen mit Kette noch mit bei, ne? So ein bisschen eingekettet. Ja, Und eine Frisur, die ich das erste Mal bei den Mönchen gesehen habe, ne? Also wollte ich wirklich, gerade sagen. ja, Ja, so oben so eine quasi Platte und genau. ringsrum halt nicht das Hufeisen, sondern doch eher ein Negativ-Potschnitt, oder? Kann man so sagen? Ja, Also nicht irgendwie Deckel drauf und einmal drumherum mm, und was drinne bleibt, bleibt drauf, sondern eigentlich eher genau andersrum. Äh, Pomade war da, glaube ich, kein Thema mehr, ne? nee, Nee, nee. Pomade war da, ist da, doch, vielleicht hat er Pomade drauf gemacht. Ist dann aber Das kann irgendwie sein, ja. hängen geblieben oder so. Ja, Ja. stimmt. Oder er war so ein Aktionskünstler, Mhm. hatte lange Haare und dann hat er sich versucht dran aufzuhängen. Ja, Und die Haare hängen noch. Ja. ja, stimmt. Die holt er aber bald wieder ab. Meinst du? Ja, ich glaube schon, doch, doch. Also so, er sieht jetzt nicht wie jemand aus, der irgendwie besonders eitel ist, muss man auch mal sagen, ne? Nee, genau. Seine Weste ist auch so ein bisschen urselig, ne? Mhm. Unten ausgefranst, die Ärmel halb zerschlissen. Mhm. Naja, aber ich Ja, glaube, das er schon ein nimmt bisschen mit länger an. Humor. Ja, ich glaube auch, doch, doch. Ja. Ja. Aber die Frisur ist echt cool, die ist ja von diesem Bettelmönch. Ein ganz cooles Detail hier auch. Und ich wusste gar nicht, dass man diese Frisur für Zombies irgendwie nochmal neu erfunden hat oder nochmal neu abgeändert auf den Markt brachte. Also das ist schon cool. Habe ich sonst nirgendwo gesehen, diese Art der Frisuren. Ja, genau. Also auch grün eingefärbt, ne? Passend Genau. zum Rest. Es muss ja um die Platte muss ja auch passen. Mhm. Ja, genau. Ja. So, letztes Set. Tatsächlich richtig so mal rausgekommen. Mumie mit Sensenmann aus dem Jahre 2018. Genau, Produktnummer 9308. Das typische Friedhofsszenario, kann man sagen. Hier ist der Sensenmann unterwegs, der da sein Gebiet abläuft, der seine Route geht, mit der langen Sense in der Hand. Sehr, sehr schönes Detail auch, sehr, sehr schön umgesetzt. Und hier sehen wir die Mumie, die wir gerade schon mal thematisiert haben. Ist
glaube ich, sogar die gleiche, bin ich mir nicht ganz sicher. Und ja, mit Spinnennetz und Spinne, also alles, was so ein bisschen gruselig ist das Set hier ausgestattet und, glaube ich, ziemlich cool. Also gefällt mir auch sehr gut. Gibt wirklich hier im Allgemeinen jetzt nicht so viele Sets, die mir nicht gefallen. Also da bin ich ein Fan von. Wie sieht es bei dir aus? Zum Haben auf jeden Fall immer mit dabei, ne? Also kannst nichts mit verkehrt machen. Den Sensenmann als solches, der ist ja auch relativ leicht nachgebaut, ne? Also letztlich kannst du ja sagen, es ist eine Figur aus dem Ritterbereich. Diese Kapuze hast eigentlich auch im Ritterbereich, ne? Diese Kapuze, ja, es ist ja so eine Kapuze, die auch vorne irgendwie zu ist, hinten so ein bisschen runter guckt, eine Sense in der Hand gedrückt und halt ein Geistergesicht aus dem, weiß ich nicht, also so ein bisschen weiß, ne? Rote Augen weiß und dann zack, Sensenmann, fertig. Aber gut, Die Sense ist cool. Ich finde, das ist ein cooles Detail. Also die haben so Sense cool findest du auch selten, ne? Also normalerweise habe ich vorher nie gesehen. Hast du vorher nicht gesehen? Mhm. Ja, wenn ich Also so kenne ich gar nachdenke, nicht, ich auch deswegen. nicht. Die ist schon cool verarbeitet. Weiß gar nicht, ob es die im Ersatzteilshop gibt. Muss ich irgendwann mal gucken. Einfach mal Okay. spaßenshalber. Naja, es bleibt gruselig bei uns in der Folge. Und zwar kommen wir zu einem Element oder zu einer Figur, die wir gerade schon besprochen haben, nämlich ziemlich am Anfang. Und zwar ist der Vampir hier bei uns ein Thema, den wir in 3 verschiedenen Arten verfügbar haben. Oder es sind, glaube ich, 2 verschiedene Arten und der eine ist ein bisschen neuer, ne? Der eine ist ein bisschen neuer, genau. Auf dem einen Bild haben wir einmal den Bestand hier bei uns. 2 Figuren, letztlich ziemlich identisch, ne? Also zumindest der Oberkörper ist sogar gleich. Einmal gibt es nochmal Umhang und Zylinder noch mit drauf. Ja. Und der andere trägt das Haar eher glatt und hat sich einen Vollbart stehen lassen, dass nicht so schnell die Beißerchen zu sehen sind. Ja, Ja, wir haben jetzt ziemlich gleiche Elemente eigentlich bei beiden Bildern. Also wir haben dunkle Haare natürlich, wir haben dieses Geistergesicht, dieses Vampirgesicht, das komplett in weiß gehalten ist. Dann haben wir hier ganz, ganz viel Schwarz und natürlich auch Rot. Das ist hier eine sichere Kombination. Dazu ein weißes Hemd. Und ja, auf den ersten Blick sehen die älteren Vampirfiguren so ein bisschen aus, als ob die aus den 80ern kommen, weil das ein bisschen irritiert. Die Hosen und die Schuhe haben hier beide die exakt gleiche Farbe und sind nicht richtig voneinander abgesetzt, sind aber trotzdem neuere Modelle. Und bei dem neueren Vampir, den wir hier mitgebracht haben mit der Produktnummer 9307 aus dem Jahr 2018, da ist der Umhang so ein bisschen detaillierter gestaltet. Der ist schwarz und rot mit ganz, ganz viel Rot und der hat so rote Schuhe an, die wirklich sagen, hey, Napaleder. ich bin gepflegt. Ja, ja. Napaleder hat er. Oder Kroko oder so. Schön eingefärbt. Genau, oder Klapper die Schlange. Genau. Ja, ist schon fresh unterwegs. Ja. Rein formal sieht er natürlich unheimlich modern aus, aber ich glaube, ist halt einfach nur ein Trendsetter. Ja. Weil wir haben ja jetzt nicht nur diese Vampire jetzt mitgebracht, sondern auch noch ein Set rausgesucht. Und zwar diesen kleinen Spielkoffer. Es ist ja kein richtiger Koffer, aber diese Klappbox, die du aufmachen kannst, auch noch mal mit so einem Labor. Die Monsterburg aus dem Jahre 2015 mit der Produktnummer 5638 und guck dir mal da den Vampir an. Das ist im Prinzip genau der, den ich auch hier als in zweifacher Ausführung mitgebracht habe. Ja. Und da sind 3 Jahre dazwischen. Aus dem Jahre 2015. Also ich glaube, der ist einfach ein Klassiker. Ein Vampir geht nicht so oft wo geht sie überhaupt hin? Galeria Kaufhof und lässt sich neu einkleiden? Nee. Ein Vampir geht fast zu Burberry, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weiß ich nicht. Vielleicht zu Burberry oder vielleicht auch, ja, wenn es im deutschen Raum ist, geht so ein Vampir vielleicht zu Pico und Kloppenburg. Ja. Oder zu Boss. Bin ich mir Okay, nicht ganz sicher. das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall hat die Figur in dem Set, war auf jeden Fall bei deiner Friseuse und hat auch Pomade gekriegt. Ja, da steht alles. Ja. Also die Frisur sitzt und ja, witzig, dass da wirklich nur 3 Jahre dazwischen sind und die Figur aus dem Jahr 2015, aus dieser
Clubbox, die ist ja wirklich relativ klassisch gehalten und man könnte wirklich denken, dass diese Figur aus den 90ern kommt. Also schon irgendwie auch, ja, finde ich cool. Also, dass dann das Playmobil da nicht so neu dann werden wollte und so viel geändert hat. Aber dann nach 2015 gab es ja sowieso dann ein bisschen mehr Offensive, ein bisschen mehr Trend dann auch. Also da wurde es dann auch ein bisschen moderner. Also das kann man hier ganz gut bei diesem Exemplar, bei dem Vampir aus dem Jahr 2018 sehen. Ja, der sieht auch so ein bisschen international aus, ne? Oder? Ja, auf jeden Also, Fall, ja. also der hat wirklich der hat einen aufgedruckten Bart. Ja, Wie sagt man dazu? Mustache? Also hier, oder? Sagt man dazu so? So zwei weiß ich gar längeren, nicht. also so einen längeren Schnurrbart, ne? Der so nach links und Ja, rechts bis auf die Wangen rübergeht. die kann man hinten drehen, oder? Das ist so ein Schnurrbart, den man drehen kann. Du meinst, Wo gezwirbelt man ist dann, der. ja, genau, gezwirbelt. Man sagt nicht genau, gezwirbelt. Ja, da bin ich nicht so tief drin in dem Bartgame, aber das ist so ein Zwirbelbart, mit dem man ab und zu mal im Senfglas stecken bleibt. Ja. Ja, total unpraktisch. Könnte ich überhaupt nicht. Aber gut, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Ja. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich eigentlich nur ganz kurz anschneiden möchte, weil es eigentlich eine komplett eigenständige Sache ist, die wir irgendwann noch mal genauer besprechen sollten. Genau, es sind die Geisterpiraten, über die wir sprechen werden in einer späteren Folge. Da gibt es so viele Themen, die wir hier mitgebracht haben, die wir alle nochmal separat aufbereiten werden und dann, ja, werden das ein paar größere Themenbereiche, über die wir da sprechen werden, wo diese Produkte dann nochmal mit reinfallen. Wie gesagt, hier bei uns auch mit dabei, um es mal zu nennen, weil es ja thematisch schon ab und zu dazugehört, die Geisterpiraten in verschiedensten Ausführungen und erinnert auch ein bisschen an Jack Sparrow, ne? Also Flug der Karibik und dieses Geisterschiff. Zumindest der ganz rechts, ne? Ganz rechts trägt seine Rippen offen Ja. mit einer leicht grün zerrissenen Weste oben drüber. Mhm. Ja, sonnengebleichtes Haar. Kann man das so sagen? Nee, mondlicht gebleicht, ne? Geisterpiraten mitten am Tag. Das ist schlecht. Ja, Mondlicht, ja. Genau. Ich weiß nicht, wo er jetzt ich meine, aschfahle Bleiche hat er ja, warum er Ja. jetzt noch rote Haare hat. Aber die Ja. müssen auch nicht original sein. Wie gesagt, das wird hier alles, Ja, seitdem mein Sohnemann gelernt hat, dass man die Haare tauschen kann, wird hier wild kombiniert. Ich hatte die Tage Novelmoor-Ritter mit einer Polizeimütze und so ein Photonen-Pack von den Ghostbusters hinten drauf. mhm. Also da wird schon wild kombiniert hier. Ja. Ja. Da ist jemand experimentierfreudig, finde ich cool. Ja. Ich habe jahrelang nicht verstanden, oder ich wusste als Kind, während meiner kompletten Kindheit, wusste ich nicht, dass man die Clickies auseinanderklicken kann. Also, dass man die auseinandernehmen kann. Das habe ich 2012, glaube ich, rausgefunden, als ich damit begonnen habe, meine Playmobil-Sammlung oder die Kisten, die ich noch hatte, die ja komplett ungeordnet waren. Ich wusste gar nicht mehr, was ich von damals noch habe und wusste nur auf dem Dachboden das Playmobil. Und dann wollte ich es mir jahrelang mal angucken und hatte irgendwie nie einen Grund dafür und dachte mir so, ja, komm, dann hol ich es mal raus und guck mal, was da noch so ist. Dann habe ich dann 2012 angefangen, mir das alles anzugucken und habe dann irgendwo gelesen im Internet, dass man die auseinanderklicken kann. Ich dachte so, was? Also ich wusste es komplett nicht. Richtiger Amateurfehler eigentlich. Ja, richtig laienhaft, aber habe ich halt nie wahrgenommen und dann habe ich angefangen, alles auseinanderzubauen und alles zusammenzustecken. Also da bin ich absolut bei Team Henrik. Ja, ich meine, ich habe jetzt ja viel später angefangen. Mhm. Ich mache es ja keine 2 Jahre oder 2 Jahre vielleicht oder so, ne? Doch, 2 Jahre mache ich jetzt schon. Doch, das reicht gar nicht. Da sagen wir mal 3. Und ich habe das vorher auch nicht gewusst. Also von wegen 2012, bei mir kannst du eigentlich eher sagen, 2019 habe ich es erst mitgeschnitten. Vorher wusste ich es auch nicht, ne? Ja, Naja. spät, ja. Nicht so schlimm, alles ist gut. Nee. Naja. Ja, ein Klassiker. Wir haben den gleich 3-mal. Mhm. Ich habe dich letztes Mal auch schon mal gefragt, ob du die in der Westernwelt auch hast. Ich meine, du hast gesagt, jein. Die habe ich nicht. Nee, Hast du hab nicht, ich ne? komplett nicht da. Nee. Okay, gut. Wir sprechen hier über die Skelette. Genau. Über die Skelette. Ist für mich auch irgendwie so ein Klassiker, ne?
Ja. So ein Ding schon mal in der Hand dürfen gehabt? nicht fehlen. Nee, tatsächlich nicht. Noch Ja. nie ein Skelett irgendwo gehabt. Bin auch nicht so der Geisterfan eigentlich, deswegen war das für mich nie ein Thema, aber ja, die sehen cool aus. Ja, und das sind auch nur die drei, die er hat. Ich glaube, ich habe aber auch noch mal drei. Also die Mhm. ähm, habe ich auch mal so auf dem Flohmarkt bei so einer Ritterkiste mitgekriegt, wo die dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Verlies, weißt du, was du so hochziehen kannst. Mhm. Wo du da so eine Person einsperren kannst und dann auf dem Ah ja. Marktplatz auf 5 Meter nach oben ziehen kann, wo man dann den in der Mittagssonne beim Sterben Mhm. zusehen kann, bis er dann verhungert. Das war ja damals durchaus, Eine Praktik, die man angewendet hat, ja. ja, genau. Aber gut, die hatten halt auch kein Netflix, ne? Da Nee. musste man den Pöbel irgendwie anders bespaßen und ruhig Mhm. halten. Und da hat man natürlich auch zu komischen Sachen gegriffen. Genau. Und ja, da habe ich so schon mal eine oder andere Mal so ein Set da gekriegt. Es gibt verschiedene Totenköpfe tatsächlich. Mhm. Hier die wir auch auf dem, ja, da so raufstecken können. Ich habe ja einmal so eine Lok umgebaut und das war tatsächlich eine andere. Also der war noch mal ein bisschen anders detailliert und hatte auch eine andere Aufnahme. Im Prinzip mit dieser 5 oder 6 Millimeter Bohrung. Du konntest also auch da so einen normalen Besenstiel reinstecken oder, ne? Ah, Ja, genau. Also es gibt da auch verschiedene, glaube ich, kamen auch aus dem Geisterset, aus diesem Geisterschiff von den Geisterpiraten. Da gab es, glaube ich, mal das Ding. Genau, ja. Nächste, ja, Genre weiß ich gar nicht, ob es wirklich ein eigenes Genre ist, aber tatsächlich mit so einem gesellschaftlichen Bezug, auch wenn es nicht unsere Gesellschaft ist, ne? Aber ist es nicht spanische Tradition? genau, haben wir uns vorhin kurz drüber unterhalten. Das ist eine mexikanische Tradition. Mexikanische, ja. Genau, Dia de Muertos, Tag der Toten. Und ist mir sofort, als du das gesagt hast, als wir uns von darüber unterhalten haben, ist mir sofort Spectre eingefallen. Da sind die auch auf so einem Totenfest in Mexico City, glaube ich. Da läuft Daniel Craig rum und sieht da ganz, ganz viele, die dementsprechend verkleidet sind. Und hier haben wir einmal die Dame mit schönem Kleid und den Halbtoten oder den toten Gitarrenspieler mit Geistergesicht. Ein bisschen im mexikanischen Stil natürlich beide Figuren. Ist ja auch ein mexikanisches Volksfest und hier wieder die Besonderheit, dass beide zu den Playmobil Figures gehören und hier ist das die 20. Reihe, also die 20. Ausgabe, gibt hier insgesamt 22, aber zu den Figures werden wir euch dann in den nächsten Folgen irgendwann noch ein bisschen was erzählen und die alle so ein bisschen aufarbeiten, wie schon besprochen. Also hier, ja, gibt es ein richtig cooles Set. Natürlich, Figures immer aufgeteilt. Einmal für Jungs, einmal für Mädchen und deswegen haben wir hier beide Personen dann aus dem jeweiligen Set mit dabei. Genau. Ja, finde ich richtig cool. Ja, die Muerta haben wir ja tatsächlich auch im Haushalt. Hm? Aber du siehst, sie hat schon ein bisschen gelitten, ne? Ihr Schleier ist weg. Oder ihr Schleier hat sie ja nicht. Ihr Taschentuch, ihr Fächer und auch in diesem Kleid sind ja eigentlich so ein bisschen diese Art Prinzessinnenkleider, ne? Oder? Die du Ja. so, ich glaube, die kannst du auch so auseinander machen. Mhm. Da fehlt auch unten so ein bisschen Schmuck, den du da so ranstecken konntest. Hatten Schwiegereltern bei sich im Regal stehen. Und ja, wir waren zu Besuch. Und ja, der Rest ist natürlich dann erklärlich, ne? Es wurde gesehen und es wurde okkupiert. Und dann hat es den Haushalt gewechselt. Und Oma hat gesagt, ja, wenn du es möchtest, darfst du das mitnehmen. Oh, schön, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Und dann ist es in die Kiste gewandert. Genau. Genau. Ja. Ja. Aber gut, die Sammelleidenschaft ist da halt einfach groß, ja. Ja, klar. Jäger und Sammler. Genau. Ich finde die Farben cool. Dieses Kleid ist toll. Dieses Blau, Rot, Gold und Schwarz ist eine tolle Kombination. Finde ich cool. Und genau, wir machen irgendwann ja sowieso nochmal so eine Folge zu den Ersatzteilen und zur Ersatzteilbestellung bei Playmobil. Da kriegt man die Sachen, die da fehlen, nämlich locker. Also das kriegen wir alles hin und dann informieren wir euch darüber auch irgendwann nochmal. Und sonst, ja, kommen wir ein bisschen weg, reisen zu den Geistern. Ja, Klassiker. Und, ja, Eigentlich totale Klassiker, ne?
Es sind auch immer mit meine Lieblingsfiguren. Habe ich mittlerweile auch alle da. Geister habe ich mir gekauft. Auch diesen Scooby-Doo-Geist, den wir in der letzten, nee, war nicht die letzte Folge, Folge 9, da haben wir den Scooby-Doo-Geist noch vorgestellt. Also gibt ja dann, wenn du es so siehst, 3 verschiedene von denen. Und über den einen haben wir auch schon gesprochen, über diesen LED-beleuchteten Philipp. Ja, den habe ich ja auch mitgebracht als Foto, ne? Ja. Bei ihm jetzt hier die Besonderheit, der hat irgendwie noch ein paar Handschuhe von den Rittern bekommen. Habe ich ihm jetzt nicht extra abgemacht, weil ich den so zusammenlassen wollte. Ja. In der Form, kennst du den Hintergrund? Kannst du den erkennen? Das ist, glaube ich, ist das die, ja, genau, das müsste die Ghostbusters-Zentrale sein. Genau, das ist die Ghostbusters-Zentrale und da bewachen sie gerade das Oberdeck. Genau. Und ja, mit einer wir haben, glaube ich, nur den. Also andere Geister haben wir nicht. Die anderen, die alten, holen mich nicht so sehr ab. Also mit diesem Überzieher, die jetzt nur fluoreszierend sind. Ja. Ja, aber gut, Geschmäcker sind ja verschiedene. Ja, ich bin da komplett, das ist immer witzig. Also es ist cool, dass wir da komplett anders sind, weil ich feiere wirklich alle Sets bis 98 und deswegen auch den alten Geist und habe auch keine Ahnung von Novelmore und diesen ganzen Geisterpiraten und so. Und da bist du komplett drin. Also das ist dann ziemlich cool und dann ziemlich ausgeglichen am Ende. Ja. Das ist gut, da haben wir auf jeden Fall alle Seiten beleuchtet. Genau, weil ich feiere den alten Geist nämlich richtig. Also den liebe ich. Also das ist echt richtig cool. Ich habe ja da 2 Fotos noch mal hier mit eingefügt. Du meinst den auch mit der runden Kappe oben, ja? Genau, den. Ja. Ja. Auf dem Produktbild ist noch so eine Kette mitzusehen, von so einer Fußfessel. Ich kenne die nur aus Plastik, die sieht ein bisschen metallisch aus. Gab's die früher? Die ist metallisch, die war früher metallisch. Die war früher metallisch. Irgendwann sind die zu Plastik gewechselt und du kriegst diese Metallketten auch nicht mehr bei eBay. Zumindest habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, so immer mal wieder geguckt. Auch letztes Jahr habe ich mal reingeguckt. Also ich gucke da relativ regelmäßig mal, ob jemand so eine Kette verkauft, weil die einfach cool sind. Und die sind ja auch für die Goldmine in der Westernwelt ganz toll. Aber die habe ich gar nicht mehr da und finde ich nicht. Finde ich wirklich nur in Plastik. Und ja, früher waren die aus Metall und dann konnte man diesen Metallring so ganz cool um den Fuß machen, sodass dann er wirklich mit der Kette dann unterwegs war und das war echt ein Highlight. Ich glaube, den kriegst du dann schon fast im Angelshop, oder? Ja, bestimmt. Bleigewicht aus dem Anglerbedarf. Ja, das kann sein. Und ne? kleine Kette, ja. Aber da muss man wohl mal improvisieren. Da ist das Thema Obsoleszenz halt einfach da. Ja. Genau. Ja, wir hatten das gerade schon mal kurz angesprochen. Ghostbusters Zentrale ist ja eigentlich, oder Ghostbusters als solches auch ein riesen Pool an dem ganzen Kram. Die haben natürlich da auch verschiedenste Sachen, gruselige Sachen mit auf den Markt gebracht. Ist bei uns im Haushalt, wie gesagt, vorhanden und deswegen einmal ganz kurz angeschnitten. Wir haben natürlich auch den Marshmallow-Mann, den Slimer, der da nicht fehlen darf. Diese Höllenhunde aus dem 2. Film, glaube ich, oder? Ghostbusters Teil 2? Ich kenne nur den Originalen, weiß ich gar nicht. Ich kenne nur den ersten, diesen 80er-Film. Da gab es ja 2 von. Mindestens 2. Ich kenn nur Teil 1. Okay. Die könnten auch, also waren die Hunde in Teil 1 oder in Teil 2 mit? Klar, die kommen im Hotel dann, glaube ich, raus. Genau, die Oben, sind aus Teil 1, glaube ich. Genau. Ja, also doch Teil 1, ne? Ja, stimmt. Ja, aber unser hier ist ganz lieb. Dem hat man schon, leider fehlen ihm die Hörner. Die sind schon weg, aber ansonsten auf jeden Fall eine coole Figur, ne? Also voll beweglich. Kopf, du kannst den Kiefer auf und zu machen und die Beine komplett bewegen. Sie sieht so ein bisschen aus wie ein Rottweiler auf Steroide. Ja. Ja. Doch, der hat ein bisschen Oberarm auch, ne? Er ist ein Listenhund, ja. ist ein Listenhund. Eigentlich mit Maulkorb, aber hier mal im eigenen Haushalt unterwegs, deswegen kann er sich so ein bisschen verstecken. Ja, zusätzlich gab's, also zusätzlich zu den Figures, wo du ja eigentlich Tüte kaufen und überraschen, was drin ist, gab's ja auch so eine Halloween-Sets, ne? Die habe ich letztens erst zufällig gefunden, habe ich zufällig drauf gestoßen. Genau, es sind so eine Kürbisboxen, ne? Ich glaube, so kann man das vielleicht, oder Kürbisschalen, so kann man das vielleicht ausdrücken.
Ja, es ist ein Plastikkürbis, ne? Ja, Der passt auch so zusammen, hat ja auch diese Struktur, also als ob der, also quasi diese Felder, ne? Oder diese einzelnen. Ich glaube, du kannst den natürlich unten so ein bisschen drehen und auch ein bisschen anders zusammenstecken, aber im Groben und Ganzen bleibt es dann immer so. Mit so einem Kürbisgesicht da drauf und dann ist da halt irgendeine Überraschungsfigur mit drin, ne? ja. Obwohl ich glaube, du kannst sie auch direkt so kaufen, dass du weißt, was drin ist. Aber ich glaube, die Figuren sind fest, ne? Sehe ich gerade. Ja, ich glaube, Ja, die Figuren ich sind glaube, fest, ja. genau, 98, 95 ist dann die Vampirfrau mit Vampirzähnen in Schwarz und Rot. Die haben wir gar nicht oben bei den Vampir benannt. Aber es gibt natürlich auch die Vampirfrauen, ne? Ja, natürlich wird Ja, hier auch beides mit dabei sein. genau. Die saugen sogar gleich so viele Leute aus wie auch die anderen Vampire. Also hier gibt es Blutsaugen ist nicht geschlechterspezifisch. Ja. Genau. So, dann haben wir noch ein cooles Set, das du auch mitgebracht hast, Produkt Nummer 4770. Auch nochmal so ein Kürbis, auch nochmal so ein Plastikkürbis zum Verschließen. Und da, ja, sind zwei richtig tolle Figuren dabei, Philipp. Ja, sind zwei Kinder, ne? Das eine in so einem Teufelchenkostüm und das andere in so einem Tigerkostüm. Also ich laufe von Tür zu Tür und sage Süßes oder Saures. Mhm. Und ich würde sagen, der Tiger hat's drauf. Der hat den Sack schon voll. Der hat abgesahnt. Der hat abgesahnt. Ja. Ja, aber cooles Kostüm, einmal Tiger, einmal Teufel. Und dann gibt es noch ein weiteres Set mit der Produktnummer 4772. Da ist nochmal ein Vampir drin. Diesmal nicht schwarz und rot, sondern schwarz und lila mit lilaner Frisur sogar. Also auch eine ganz tolle Gestaltung. Und dann haben wir noch verschiedenste Kürbisfiguren oder Figuren, die in diesem Halloween-Kürbis-Set dabei waren. Da haben wir ja alles Mögliche. Ja, die Hexe, sogar die Hexe oben, wenn du das Kleid anguckst, oben links, dann ist es sogar eine von denen, die ich oben mal als Bild mitgebracht hatte, ne? Mit diesem orangenen Ja, Kleid. Ja, das stimmt. aber da fehlt der Hut, den habe ich zum Beispiel nicht mehr und der Besen ist ja auch abhanden gekommen. Aber Mhm. den wird sie schon irgendwo geparkt haben. Ja, Ja, nochmal so eine Vampir-Lady, ein bisschen auffällig. Ich glaube, diese Stehkragen sind aus der Mode gekommen. mhm. Aber vielleicht ist sie auch einfach auf einer Motto-Party im Berghain. Da ist das Bergheim wieder in dieser Folge zu finden. Genau. Oder sie kommt gerade vom Musikantenstadel. Ja, genau. Oder sie hatte sich nicht für die Ritter, sondern für die Cosplay-Party entschieden. Also wir haben hier Können wir alle Folgen nochmal wiederholen. Hashtag Folgenbezug, genau. Coolstes Set, was ich da von finde, ist hier diese Vogelscheuchen Kürbisgesicht-Mann da Ja, mit der das Lanterne. ist echt cool. Ja, Heugabel mit dabei. Ja, orangene Haare, das sieht wirklich aus wie ein Kürbis. Hat coole Klamotten an, orangene Schuhe, der ist cool unterwegs. Mit Hut. Also, ja, eine ziemlich coole Sammelfigur, finde ich. Ja. Ja, und daneben haben wir den Sensenmann. Der hat noch einen Zweitjob, weil vom Sensenmann selber kann er nicht komplett leben. Der ist doch noch Scharfrichter und hat natürlich das große Hackebeil noch mit dabei. Mhm. Ja, machst einen Mantel ab und gibst ihm Säbel, kann er genauso gut Geisterpirat sein. Ja, Auch die müssen manchmal mal umschulen. ja, ja. Also, Ja. du weißt ja, kannst nicht ganz jahresmäßig, kannst das machen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch meistens noch mal so eine Winterbeschäftigung. Ja, ja. Ja, Ja, die sind auch viel unterwegs, glaube ich. Ne? Die sind ja dann zeitlos, also im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Die sind ja einfach Geister und von daher sind die ja ziemlich universell einsetzbar. Vielleicht macht ihr auch einfach ein freiwilliges soziales Jahr noch mal woanders. Ne? Oder halt ein Praktikum. Mhm. Ne? Ja, unbezahlt natürlich. Ich würde eher sagen, der hatte eine Berufskrankheit. Dem wurde immer übel. Der war nicht seefest. Und da musste er dann doch noch mal umschulen. Ja. Ja, ja, Ja. stimmt. Aber da hat er sich aber auch ist es so ein Ritter, oder? Also ist es Ist so ein Ritter, bisschen- ne? Ja. Ja, ich glaube schon. Mittelalter. Ja. Hat er sich auch eine gute Epoche gesucht. Da gab es auch viel Arbeit. Ja. Ist ein Kreuzritter, der nicht nach Hause gekommen ist, glaube ich, ja. Ja, Ja, da gab es ordentlich Arbeit, das stimmt schon. da gab es ordentlich Arbeit. Hm. Ja, die nächsten Sets, die wir hier auf jeden Fall nochmal benennen wollen, die wir aber eigentlich alle schon mal einmal
berichtet haben. Aber die gehören einfach dazu, deswegen lass uns die nochmal ganz kurz anschneiden, Lars. Genau, und zwar haben wir da die Scooby-Doo-Sammelfigur. Die haben wir natürlich auch in der Scooby-Doo-Folge besprochen. Ich werde das ja mal durchrattern. Das ist die Produktnummer 70715. Da gibt es Scooby-Doo, den wir euch in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten vorgestellt haben. Natürlich auch als Rettungsschwimmer. Und hier in dem Fall aber als Vampir. Der ist natürlich hier ein Muss in dieser Folge. Und dann gibt es eigentlich alle möglichen Scooby-Doo-Sets, die wir euch vorgestellt haben, die hier wirklich passend für die Folge sind, für die Folge wären. Also eigentlich kann man jedes einzelne Set hier nennen, weil das ja hauptsächlich Geister sind, mit denen die Jungs und Mädels da zu tun haben. Und deswegen würde das ganz gut passen. Also auch das Produkt mit der Nummer 70366. Das Abenteuer im Hexenkessel ist da wirklich prädestiniert für, oder auch der Ausflug in die Westernwelt aus dem Jahr 2020 sind alles Sets, die hier natürlich mit rein gehören müssen. Und dann gibt es auch diese Figures, also Figures, die erste Serie und die zweite Serie von Scooby-Doo. Da findet man auch unendlich viele Produkte, die da mit reinzählen. Und wir haben natürlich noch Figuren aus deinem Spezialgebiet, würde ich fast schon sagen, Philipp. So richtig ist es gar nicht mein Spezialgebiet, aber ich musste sofort an die denken. Ich meine sogar, ich habe da keine einzige von, oder wir haben davon keine einzige. Vielleicht haben wir doch eine, ich weiß es nicht so genau. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Das ganze Thema Novelmore, da ist doch letztes Jahr nochmal so diese Geister- oder Skelettkrieger-Fraktion da aufgekommen, alle so grüne Skelette. Letztlich, die Skelette, die wir gerade oben schon besprochen haben, halt in Neuauflage, einmal ein bisschen bunt, mit ganz, ganz viel Grün und Rot. Also grüne Flammen, grüne Knochen, irgendwie alles so ein bisschen giftig oder so, ne? So Giftgrün, Neongrün. Ja, irgendwie eine eigenständige Fraktion, die da aufgekommen ist. Ich finde die Dinger ganz cool. Ja, aber würde ich jetzt hier auch bloß ganz kurz anschneiden und dann können wir die lieber mal in einer separaten Folge gesondert behandeln da. Ich bin, glaube ich, allergisch gegen Grün, also gegen Playmobil Grün im Speziellen. Und ich sehe hier ein bisschen zu viel Playmobil Grün aus den Nullerjahren. Deswegen gefallen mir die Figuren nicht so, obwohl die auch ganz tolle Details teilweise haben. Aber dieser Grünton, der löst irgendwas Unbeschreibliches in mir aus, das irgendwie auf komplette Abneigung stößt. Deswegen würdest du auch keinen grünen Lambo fahren, ne? Du würdest dann immer nur den roten Ferrari nehmen, ne? Ja, stimmt, aber italienische Autos sind nicht so meine, also die finde ich auch beide nicht so geil, aber grün auf jeden Fall nicht, ja. Okay. Ich mag tatsächlich grün, ehrlich gesagt. Okay, also grün generell schon. Aber nicht das. Nee, das ist so Limettengrün oder irgendwas, was weiß ich, was das ist schon eine komische Farbe. Ja, ist so ein bisschen Neon, ne? Ja. Passt ein bisschen zu deinem Berghain. Hab erstmal in der Hand und dann kaufst du sie dir doch. So. Nee, die kaufe ich mir garantiert nicht. Ich will dich daran erinnern bei nächster Gelegenheit. Okay. Genau. Aber apropos kaufen, muss ich ganz kurz erzählen, Philipp, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe mir den A-Team-Truck gekauft und auch das Zurück in die Zukunft-Set mit dem DeLorean. Muss ich mir unbedingt holen. Dazu machen wir bestimmt dann auch noch mal eine Folge zu beiden Themen. Also da wird es noch witzig werden, glaube ich. Dann kannst du dann aus dem Nähkästchen plaudern, was die Sets können und was sie nicht können, ne? Genau. Das ist ganz praktisch, auf jeden Fall. Ja, letzte Set für heute oder letzte Figur für heute, auch aus dem Bereich Novelmore. Diesmal von mir selbst aufgenommen. Foto ist vorhanden. Der kleine Feuergeist. Hast du gesagt, kanntest du vorher nicht? Genau, kannte ich vorher nicht, habe ich komplett noch nie gesehen. Aber ist, glaube ich, von diesen Novelmore-Produkten so eins meiner liebsten. Also das ist ein cooles Exemplar. Genau. Erinnert so ein bisschen an den Leuchtegeist, ne? Es hat auch die Größe. Und, oh Wunder, sie haben beide eine Duracell. Ich wollte nämlich fragen, ob der leuchtet. Ja, tatsächlich kann er. Cool. Ich weiß gar nicht, wie sehr die Arme beweglich sind, ob die bloß jetzt nach oben und unten gehen können oder ich glaube, du kannst die Arme auch ein bisschen zusammen machen, zusammen und auseinander.
Meine ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, an sich ein cooles Set und du hast halt diese kleine Aussparung in den Händen, ne? Ja. Dass du da auch was reinstecken kannst. Also ansonsten sieht es so ein bisschen aus, als ob er so dieses Kirk, wie heißt denn das nochmal hier? Star Trek. Ja, Star Trek, ja, stimmt. Die Star Trek-Augenbrauen. Die Star Trek-Augen, nee, die hat der Theo Weigel-Augenbrauen, aber in Flamme. Ja, okay. Ja, Ja. stimmt. Genau, aber er hat hier diese gespreizten Finger, ne? Also 2 links, 2 rechts. Wie heißt das nochmal hier? Dieser Gruß. Ah, du meinst Spocky. Spocky, genau. Das Genau. hat so ein bisschen Spocky keine richtige hoch. Playmobil-Hand, ne? Sondern eher so eine. Ja. Sieht aus wie so Spocky-Finger, ja. Ja. Genau. Ich dachte, du meinst diese feurigen Augenbrauen. Die sind feurig, ja. Ja. Genau. Ist der Feuergeist von Pyralia. Dass du es weißt. Ah, Genau. Okay. Und Noch nie gehört, noch nie gesehen. ja, aber cool. klar. Pyralia ist ja auch Teil der Bösen, der Burnham Raiders, aber das werden wir dann auch nochmal separat Ja. auseinanderklambüsern. Ja. Und dann berichte ich mal, was ich alles schon weiß davon. Ja. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe letztens in den Katalog reingeguckt und habe festgestellt, dass da auch jetzt jüngst so viel rausgekommen ist, wo ich auch schon wieder vollkommen lost bin. Ne? Also das, wo ich denke, okay, diese Skelettdinger haben sie jetzt nochmal neu aufgelegt oder noch so ein Ja. bisschen erweitert und dann gibt es irgendwie den Novelmoor Sandflitzer nach dem Motto, die sind jetzt da irgendwie in der Wüste bei den Skeletten. Das wäre mir schon wieder fast ein bisschen viel gewesen, ne? Ja. Aber gut, Die schlachten das aus. gucken wir uns dann an. Genau, Genau. das gucken wir uns dann an. Genau, was wir uns auch angucken, Philipp, ist wie in jeder Folge die Fragen, die wir mitgebracht haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, ja, spielen wir jetzt eine neue Runde Kopf oder Zahl. Dann mal los.